Kapitel 1. Der perfekte Morgen. Heute ist ein perfekter Morgen. Ich öffne meine Augen mit einem Lächeln. Die Sonne scheint sanft durch das Fenster. Es ist still. Kein Wecker, kein Stress. Ich strecke mich wie eine Katze, ganz langsam. Ich sage, heute wird ein schöner Tag. Ich bleibe noch kurz liegen. Ich spüre mein Bett. Ich spüre meinen Atem. Ich atme tief ein und langsam aus. Ich sage, ich bin dankbar für diesen Tag. Das ist mein erster Satz auf Deutsch heute. Er ist ruhig. Er ist freundlich. Er gehört mir. Ich stehe auf. Ich gehe barfuß durchs Zimmer. Ich sage, der Boden ist kühl. Ich öffne das Fenster. Frische Luft kommt herein. Ich sage, die Luft ist frisch. Ich gehe ins Bad. Ich lache mich im Spiegel an. Ich sage, ich sehe glücklich aus. Ich wasche mein Gesicht mit kaltem Wasser. Ich sage, ich bin wach. Ich spreche mit mir. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Deutsch gehört zu meinem perfekten Tag. Ich sage, ich liebe diese Sprache. Dann gehe ich in die Küche. Ich mache mir Tee. Ich rieche den Duft. Ich sage, der Tee duftet gut. Ich setze mich ans Fenster. Ich schaue in den Himmel. Ich sag, der Himmel ist blau. Oder die Wolken sehen schön aus. Ich genieße den Moment. Ich spreche langsam. Ich spreche klar. Das ist mein perfekter Morgen. Ein Morgen mit Sprache, mit Gefühl, mit mir selbst, auf Deutsch. Kapitel 2. Ein Moment für mich. Ich nehme meinen daheim Tee und gehe zurück in mein Zimmer. Ich setze mich auf mein Bett. Ich halte die Tasse in der Hand. Sie ist warm. Das fühlt sich gut an. Ich lehne mich leicht zurück und schaue aus dem Fenster. Draußen ist es ruhig. Ich sehe die Bäume. Sie bewegen sich im Wind. Ich sehe ein paar Vögel fliegen. Der Himmel ist hell, ein bisschen blau, ein bisschen grau. Ich höre nichts außer den leisen Geräuschen von draußen. Ich nehme einen Schluck Tee. Er ist heiß, aber angenehm. Ich atme langsam ein und aus. Ich denke an nichts. Ich bin einfach da. Ich sehe ein Auto vorbeifahren. Ich sehe einen Mann mit einem Hund. Ich sehe ein Kind auf dem Fahrrad. Alles ist normal. Aber es fühlt sich gut an. Ich bin ruhig. Ich bin wach. Ich bin in meinem perfekten Morgen. Und ich spreche mit mir auf Deutsch. Ich sage, ich sehe einen Hund. Oder der Himmel ist hell. Ich sage, was ich sehe. Ich sage, was ich mache. Ich sage, wie ich mich fühle. Ich sage, ich trinke Tee. Ich sage, ich sehe aus dem Fenster. Ich sage, ich bin ruhig. Das ist einfach und das tut gut. Kapitel 3. Ich ziehe mich an. Ich stehe auf und gehe zu meinem Schrank. Ich öffne die Tür. Ich sehe meine Kleidung.
die Farben, die Formen, die Stoffe. Ich überlege kurz. Heute will ich mich wohlfühlen. Ich nehme ein T-Shirt. Es ist weich. Es ist blau. Ich sag, das ist mein blaues T-Shirt. Ich mag die Farbe. Sie erinnert mich an den Himmel. Ich ziehe es langsam an. Ich sage, ich ziehe mein T-Shirt an. Der Stoff fühlt sich gut auf meiner Haut an. Dann nehme ich eine Hose. Ich sage, das ist meine Lieblingshose. Sie passt gut. Sie ist bequem. Ich ziehe sie langsam an. Ich sage, ich ziehe meine Hose an. Dann kommen die Socken. Ich wähle ein buntes Paar. Blau, gelb, rot. Ich sage, diese Socken sind fröhlich. Ich lache. Ich ziehe sie an. Ich sage, ich ziehe meine Socken an. Dann nehme ich meinen Pullover. Es ist noch etwas kühl. Ich sage, ich ziehe einen Pullover über. Jetzt fühle ich mich bereit. Ich stehe vor dem Spiegel. Ich sage, ich bin bereit für den Tag. Ich sehe mich an. Ich nicke. Ich sage, ich mag, wie ich aussehe. Ich richte mein T-Shirt. Ich streiche über die Hose. Ich stehe gerade. Ich lächle. Ich sage, ich sehe gut aus. Ich atme tief ein. Ich bin angezogen. Ich bin bereit. Ich habe ruhig gesprochen. Ich habe einfache Sätze gesagt. Ich habe Deutsch geübt, ohne ein Buch. Ganz normal. Ganz natürlich. Das ist mein perfekter Morgen. Ein Moment für mich. Ein Moment mit Sprache. Kapitel 4. Ich frühstücke in Ruhe. Ich gehe in die Küche. Es ist ruhig. Ich höre nur meine Schritte. Ich stelle meine Tasse auf den Tisch. Ich sage, ich frühstücke. Ich öffne den Schrank. Ich nehme einen sicheren Teller. Ich sage, das ist mein Frühstücksteller. Dann hole ich Brot aus dem Brotkorb. Ich sage, ich esse Brot. Ich schneide 2 Scheiben ab. Ich höre das Geräusch beim Schneiden. Das Brot ist knusprig. Ich lege es auf den Teller. Ich öffne den Kühlschrank. Ich nehme Butter. Ich streiche die Butter auf das Brot. Ich sage, ich bestreiche mein Brot. Ich sehe eine Banane. Ich sage, ich esse eine Banane. Ich schäle sie langsam. Ich lege sie auf einen kleinen Teller. Ich gieße mir Tee ein. Der Tee ist heiß. Ich sage, ich trinke Tee. Ich setze mich hin. Ich atme einmal tief ein. Ich nehme ein Bissen vom Brot. Ich kaue langsam. Ich sage, das schmeckt gut. Der Tee dampft. Ich halte die Tasse mit beiden Händen. Sie ist warm. Das fühlt sich gut an. Ich sage, der Tee ist warm. Der Geschmack ist weich. Ich beiße in die Banane. Ich sage, die Banane ist süß. Ich genieße diesen Moment. Kein Handy, kein Lärm. Nur ich, mein Frühstück und meine Sprache. Ich spreche über das, was ich mache. Ich sage, ich esse. Ich sage, ich trinke. Ich sage, ich bin ruhig. Ich schaue kurz aus dem Fenster. Die Welt draußen ist wach. Aber ich bin noch in meiner kleinen, ruhigen Welt. Ich bin dankbar für diese Zeit. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich bereit.
Ich spreche mit mir selbst. Ich sage einfache Dinge. Ich sage sie klar. Ich sage sie gern. Das ist mein Frühstück in Ruhe. Und das ist ein Teil von meinem perfekten Tag. Kapitel 5. Ich gehe nach draußen. Ich ziehe mir eine Jacke an. Sie ist weich. Sie ist warm. Ich sage, ich ziehe meine Jacke an. Dann nehme ich meine Schlüssel. Ich sage, ich nehme meine Schlüssel mit. Ich gehe zur Tür. Ich atme einmal tief ein. Ich öffne die Tür langsam. Die frische Luft kommt mir entgegen. Ich sage, ich gehe hinaus. Ich trete nach draußen. Es ist ruhig. Die Luft ist kühl, aber angenehm. Ich höre Vögel. Sie singen irgendwo im Baum. Ich höre meine Schritte auf dem Boden. Ich sehe die Straße. Ein Auto fährt vorbei. Ich sehe Bäume. Ich sehe den Himmel. Er ist hell. Ein paar Wolken ziehen langsam. Ich sage, ich sehe den Himmel. Ich gehe ein paar Schritte. Ich bewege mich langsam. Ich schaue nach links. Ich schaue nach rechts. Ich sage, ich gehe nach draußen. Ich höre den Wind in den Blättern. Ich sehe eine Katze. Sie sitzt am Fenster. Ich lächle. Ich spüre die frische Luft auf meiner Haut. Ich bin wach. Ich bin draußen. Ich bin ganz da. Ich sage, was ich sehe. Ich sage, was ich höre. Ich sage, was ich fühle. Ich sage, ich sehe ein Haus. Oder ich höre den Wind. Ich sage, die Luft ist frisch. Ich muss keine langen Sätze sagen. Einfache Wörter reichen. Ich bin draußen. Und ich spreche Deutsch. Ganz leicht. Ganz normal. Das ist ein schöner Moment. Und dieser Moment gehört zu meinem perfekten Tag. Kapitel 6. Ich bewege mich. Ich komme wieder nach Hause. Ich ziehe meine Jacke aus. Ich hänge sie an den Haken. Ich atme tief ein. Es ist ruhig. Ich habe ein bisschen Zeit für mich. Ich sage, ich bewege mich. Ich rolle meine Matte aus. Ich stelle mich hin. Ich sage, ich stehe gerade. Ich schließe kurz die Augen. Ich atme ein. Ich atme aus. Ich strecke meine Arme nach oben. Ich sage, ich strecke meine Arme. Ich bewege sie langsam zur Seite. Ich drehe meinen Kopf nach links. Dann nach rechts. Ich sage, ich bewege meinen Kopf. Ich lockere meine Schultern. Ich kreise sie nach hinten. Ich sage, ich bewege meine Schultern. Alles ist ruhig. Ich mache kleine Bewegungen. Ich spüre meinen Körper. Ich beuge mich nach vorne. Ich lasse die Arme hängen. Ich sage, ich beuge mich nach unten. Ich stehe wieder auf. Ich lege mich kurz auf die Matte. Ich schließe die Augen. Ich atme tief. Ich sage, ich liege still. Ich bewege meine Beine leicht. Ich sage, ich entspanne meine Beine. Ich bleibe einen Moment so liegen. Ich höre meinen Atem. Ich höre mein Herz. Es ist ein gutes Gefühl.
Ich bin nicht gestresst. Ich bin nicht müde. Ich bin einfach da. Ich bewege mich langsam. Ich bewege mich bewusst. Ich mache nichts Besonderes, aber es tut gut. Ich sage, ich bewege mich und ich sage es auf Deutsch. Das ist einfach. Das ist mein Moment und mein Körper dankt mir dafür. Kapitel 7. Ich gehe schlafen. Der Tag ist fast vorbei. Ich mache das Licht im Zimmer etwas dunkler. Es ist ruhig. Ich gehe ins Bad. Ich putze meine Zähne. Ich sage, ich putze meine Zähne. Ich wasche mein Gesicht. Ich sage, ich wasche mein Gesicht. Ich ziehe mein Schlafshirt an. Ich sage, ich ziehe mein Schlafshirt an. Ich gehe zurück ins Zimmer. Ich ziehe die Vorhänge zu. Es wird dunkel. Ich lege mein Handy zur Seite. Ich atme tief ein. Ich sitze einen Moment auf meinem Bett. Ich denke an den Tag. Ich sage, heute habe ich Deutsch gesprochen. Ich sage, heute habe ich viel gelernt. Ich fühle mich ruhig. Ich fühle mich stolz. Ich sage, ich bin stolz auf mein Deutsch. Ich liege ins Bett. Ich ziehe die Decke über mich. Ich spüre die Wärme. Ich atme langsam aus. Ich schließe meine Augen. Ich sage, heute war ein guter Tag. Ich sage, mein perfekter Tag. Dann werde ich still. Ich liege ruhig. Ich höre meinen Atem. Ich lächle. Ich fühle mich sicher. Ich fühle mich zufrieden. Ich bin stolz auf mich. Ich habe gesprochen. Ich habe geübt. Ich habe gelernt. Ich habe es geschafft. Ich sage leise, Gute Nacht. Dann schlafe ich ein.